Schauen wir uns ein Beispiel an. Alice und Bob sitzen in der Schule und schreiben sich Zettelchen, die ihre Mitschülerinnen zum jeweils anderen weiterreichen. Damit niemand ihre Zettel mitlesen kann, wollen sie ihre Nachrichten verschlüsseln. Würden sie auf das erste Blatt nun einfach den Schlüssel schreiben, könnte ihre Mitschülerin Eve die Nachricht mit dem Schlüssel öffnen, sich diesen merken und doch wieder alles mitlesen. Und Alice und Bob würden dies gar nicht bemerken. Damit dies bei digitaler Kommunikation, also am Smartphone oder Computer nicht passiert, könnten wir zukünftig Quantenverschlüsselung benutzen. Hier können wir uns den Schlüssel zusenden und wenn jemand wie Eve bei der Schlüsselübergabe mitliest, würden wir das mitbekommen. Dafür sendet Alice Photonen, also den kleinsten Teilen von Licht, an Bob. Da Photonen nicht nur Teilchen sind, sondern gleichzeitig auch Wellen, schwingen sie. Sie können in unterschiedliche Richtungen schwingen, aber wenn sie nur in eine Richtung schwingen, nennt man sie polarisiert. Mit einem Polarisationsfilter können wir Photonen filtern. Dann können zum Beispiel nur die Photonen durch, die hoch und runter schwingen. Diese werden dann vertikal polarisiert genannt. Mithilfe der Quantenmechanik ist es möglich, einzelne Photonen zu senden. Alice sendet also polarisierte Photonen an Bob. Hält Bob seinen Filter genauso wie die Photonen, die von Alice polarisiert sind, kommt das Licht durch. Hält er seinen Filter dagegen quer zur Polarisationsrichtung, kommt kein Photon durch. Jedes Photon kann nur ein einziges Mal gemessen werden. Was passiert aber, wenn Bob seinen Filter nur ein bisschen zu Alice Polarisationsrichtung verdreht, also diagonal hält? Dann kann ein Photon manchmal durch den Filter gehen und manchmal nicht. Aber wenn beide diagonal in die gleiche Richtung polarisieren, gehen die Photonen wieder alle durch. Polarisieren sie dagegen in unterschiedliche diagonale Richtungen, gehen die Photonen nicht mehr durch Bobs Filter. Alice notiert sich, mit welcher Polarisation sie die Photonen losgeschickt hat, und Bob notiert sich, wie er seinen Filter gehalten hat und ob Licht ankam oder eben nicht. Jetzt können die beiden sich öffentlich darüber unterhalten, wie Alice ihre Photonen polarisiert hat und wie Bob seinen Filter gehalten hat. Das können alle mithören. Immer wenn eine Person den Filter diagonal benutzt hat und die andere vertikal oder quer, wird dieser Teil gestrichen. Aus dem Übrigen bauen sie sich ihren Schlüssel. Warum dieser Aufwand? Jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn Eve auch mit einem Polarisationsfilter versucht mitzulesen. Wenn Eve das Photon anschaut, also ihren Filter dazwischen hält und schaut, ob Licht durchkommt, muss sie danach ein neues Photon an Bob senden. Sie weiß aber nicht, ob sie den Filter richtig gehalten hat. Wenn sie kein Licht sieht, könnte sie ihren Filter quer zu Alice Filter gehalten haben oder nur etwas anders, aber das Photon ist nicht durchgekommen. Wenn sie Licht sieht, kann es immer noch daran liegen, dass das Photon bei einem leicht verdrehten Filter durchkam. Sie hat den Filter also vielleicht trotzdem falsch gehalten. Eve weiß also nicht, ob das Diagonalhalten des Filters richtig war oder nicht. Sie kann auch nicht beides ausprobieren, denn Photonen können nicht kopiert und nur ein einziges Mal gemessen werden. Eve muss also ziemlich oft raten, was sie an Bob weiterschickt. Alice und Bob unterhalten sich erst später darüber, wie sie ihre Filter genutzt haben und welche Stellen sie für ihren Schlüssel benutzen können. Eve muss aber vorher entscheiden, ob sie mit diagonal oder nicht diagonal richtig war. Aber ohne die öffentliche Absprache muss sie raten, wie sie weitermacht und macht damit häufig Fehler. Bob macht dabei genauso viele Fehler wie Eve, aber seine werden einfach gestrichen. Bevor Alice und Bob ihren Schlüssel bauen, vergleichen sie einzelne Stellen. Diese benutzen sie anschließend nicht mehr für den Schlüssel, aber wenn sie nicht übereinstimmen, wissen sie, dass jemand mitgehört. Hey! Quantenverschlüsselung wird also genutzt, um sich auf einen Schlüssel zu einigen. Besonders ist, dass niemand unbemerkt mithören kann. Da das Verfahren auf dem Zufall der Quantenmechanik basiert, ob Photonen durch leicht verdrehte Filter können oder nicht, gilt es als unknackbar.